Willkommen zu einem neuen Video hier auf dem SoSi-Modding-Kanal. Wir befinden uns natürlich mal wieder hier auf der Mittelberg-Map im LS25. Jedoch soll es heute mal nicht klassisch um ein Map-Update vom aktuellen Bebauungsstand gehen. Dazu kann ich noch mal ganz kurz anmerken, mittlerweile ist hier oben der Industriepark fertig, samt Werkfeuerwehr und funktionierender Strauß-Factory. Ansonsten steht die Kartbahn und auch die Straßenmeisterei mittlerweile. Was jetzt noch fehlt, ist die Kiesgrube, das wird nochmal ein größerer Bauabschnitt. Dann hier nochmal der Rastplatz, BGA, Solarfeld, der eigentliche Hof samt der Gegend um den Hof drumherum. Dazu dann aber anders mal mehr. Heute soll es um eine spezielle Funktion hier für Mittelberg gehen, um ein Gameplay-Element. Und zwar haben wir uns im Team überlegt, wäre es nicht eigentlich mal cool, so ein bisschen anderes Einsatzsystem zu haben? Ist das schon ein bisschen die Illusion und ist einfach nicht so geil, wenn man immer erst zu diesen Einsatzorten hin muss dann Trigger aktivieren, dann kommt der Einsatz und dann geht man wieder zurück zur Wache, fährt da hin und macht den Einsatz. Es wäre viel cooler, wenn diese Einsätze einfach zufällig starten würden, also so ein bisschen so wie so im Emergency Pack. Und ja, dann haben Crispy und ich haben uns so einen kleinen Planer überlegt, wie das so aussehen könnte. Und dann habe ich jetzt halt ein Skript entwickelt. Und das ist auch wieder der Punkt, jetzt wo die Map nur für PC und Mac kommt, kann man sowas halt gut machen. Auf Konsole wäre das ja einfach nicht möglich. Und wir schauen uns das heute einmal an. Wir gehen erstmal ins Menü. Und zwar unter die Einstellungen und dann Einstellungen und Spieleinstellungen. Und dann haben wir auf der Mittelberg-Map jetzt den Unterpunkt Mittelberg Einsatzsystem. Und hier können wir einmal auswählen, automatische Einsätze an oder aus. Dieses System beinhaltet generell die Funktion, dass ihr zufällig Einsätze spawnen lassen könnt. Das könnt ihr einmal manuell über eine Taste machen. Ihr könnt aber auch einstellen, dass das hier alle 5 oder 15 Minuten automatisch reinkommen soll. Wenn ihr das nur mit Taste machen wollt, sagt ihr halt ja aus und dann kommen keine automatischen Einsätze. Wenn ihr sagt an, könnt ihr es halt sagen, alle 5 oder 15 Minuten sollen Einsätze reinkommen. Und ja. Dann habt ihr hier noch so ein paar Kategorien. Ich mache es bei der jetzt mal fürs Video einmal aus hier. Wir haben noch ein paar Kategorien und zwar sind alle Einsätze, die eingebaut sind. Aktuell sind das 14 Brandeinsätze und ein Verkehrsunfall. Das sind fast alle, die es im LS22 schon gab. Da werde ich nochmal die anderen rüberholen und dann werde ich auch nochmal ein paar neue machen für den 25er, denke ich. Auf jeden Fall alle Einsätze sind in Kategorien unterteilt. Und zwar aktuell sind das einmal die Brandeinsätze und die Verkehrsunfälle. Und wenn wir jetzt halt sagen, wenn wir einen Einsatz aktivieren wollen, egal ob automatisch oder mit der Taste, sollen das halt nur Einsätze aus der Kategorie Verkehrsunfälle sein, dann machen wir halt Brandeinsätze aus. Wenn wir nur Brandeinsätze haben wollen, machen wir Brandeinsätze an, Verkehrsunfälle aus. Wenn wir beides anhaben, wird halt ein zufälliger Einsatz aus beiden Kategorien ausgewählt. Also ein Einsatz, aber der kann aus der oder der Kategorie stammen, meine ich halt. Wenn ihr beides ausmacht, dann werdet ihr halt eine Fehlermeldung bekommen, dass kein Einsatz generiert werden kann. Ist ja ganz logisch. Aber wir lassen jetzt erstmal beides an. Ja, wenn ihr jetzt halt die 5 oder 15 Minuten gewartet habt, dann kommt halt ein automatischer Einsatz. Ansonsten können wir das beschleunigen, indem wir mal hier ins F1-Menü schauen. Dann steht da Einsatz starten, beenden mit Alt-E. Dann drücken wir das, dann kommt ein Pop-up. Das würde auch genauso kommen, wenn ihr einfach warten würdet. Und dann seht ihr halt hier neuer Einsatz. Soeben ist ein Notruf eingegangen. Es handelt sich um einen Einsatz der Klasse Brandeinsätze. Möchtest du diesen Einsatz annehmen? Wenn wir sagen ablehnen, dann passiert rein gar nichts. Dann würde halt bei den automatischen Einsätzen jetzt wieder dieser Zyklus anfangen, wieder 15 Minuten, dann kommt wieder ein nächster Einsatz vorgeschlagen. Drücken jetzt aber einfach nochmal die Taste und jetzt nehmen wir den Einsatz mal an. Jetzt sehen wir hier Mittelberg Einsatzsystem, du hast nun einen Einsatz angenommen. Dieser befindet sich an der mit rotem Marker markierten Stelle. Es handelt sich hierbei um ein reines Roleplay-Element und bringt keine weiteren speziellen Funktionen mit sich. Um den Einsatz zu beenden, drücke die Tastenkombination Alt-E, was halt die Standardbelegung ist, weil rein theoretisch könnt ihr das auch im Menü unter Steuerung umbelegen. Ja, hier steht es gerade schon, roter Marker. Hier auf der Karte ist jetzt hier einmal so eine Markierung gesetzt. Das ist tatsächlich jetzt gerade ein Einsatz, der ziemlich weit weg ist. Aber ich würde trotzdem sagen, wir begeben uns einfach mal dahin. Ich denke mal, ich werde das dann für euch einmal so ein bisschen im Zeitraffer durchlaufen lassen. Weißt du, vielleicht können wir vorher einmal schauen, wo das überhaupt ist. Dafür gehe ich einmal in den Flugmodus. Das ist ganz hinten beim Industriepark. Gut, geben wir uns einmal hin, würde ich sagen.
So, und dann sind wir auch schon mit unserem Wassertanker vom FTZ hier einmal angekommen im Industriegebiet. Und wir sehen, das ist ganz da oben. Dieser Marker ist auch wirklich einfach immer direkt an der Einsatzstelle. Ich würde es einfach immer abkürzen hier, der Einfachheit halber. Und da sehen wir es. Und sobald wir am Einsatz ankommen, wenn wir uns 10 Meter weit am Einsatz befinden, dann verschwindet dieser Marker auch. Also das geht nur auf X- und Z-Ebene, nicht auf Y-Ebene eben. Und dann haben wir halt hier unseren Einsatz und können hier unseren Einsatz machen. Natürlich sind wir gerade ein bisschen falsch im Fahrzeug hier, aber das läuft dann so. Auf jeden Fall, wie gesagt, diese Marke geht dann weg, sobald man hier ist. Ansonsten, wenn man nicht zum Einsatz hinfährt, sondern den Einsatz vorzeitig beendet per Menü, dann würde der Marker auch automatisch verschwinden. Und jetzt können wir halt hier unser Roleplay-Stuff einfach machen, können wir hier mit unseren Fahrzeugen hinfahren, das zu bearbeiten. Aber wir haben jetzt halt hier nicht so wie beim Emergency Pack, dass wir wirklich einzelne Schritte bearbeiten können, sondern es geht bei diesem System wirklich rein darum, dass wir halt diesen Zufallsfaktor haben und dass man so diese zentrale Verwaltung hat und nicht irgendwie immer erst in den Einsätzen hin muss. Wenn wir jetzt aber halt mit dem Einsatz fertig sind, dann drücken wir einfach wieder, wie es da oben steht, Einsatz starten, beenden, Alt E. Dann kommt halt diese Meldung, Einsatz beenden, bist du sicher, dass du den aktuellen Einsatz beenden möchtest. Wenn wir sagen abbrechen, dann bleibt er halt bestehen. Und wenn wir jetzt sagen bestätigen, dann geht der halt weg. Es gibt auch keine geldliche Entlohnung oder so, einfach habe ich das rausgelassen, weil man muss ja nicht wirklich was machen und so ist das schon ziemlich unrealistisch, sonst wäre es ein unendlicher Money-Glitch am Ende des Tages für Leute, die das wirklich richtig spielen hier irgendwie. Das fand ich dann irgendwie auch nicht so cool. Ansonsten, das geht nur zu Fuß hier, diese Tastenkombi tatsächlich. Wenn ihr im Fahrzeug sitzt, geht das nicht. Das ist zu beachten einmal. Und ansonsten, wenn ihr bei meinem Fahrzeug sitzt oder anderweitig was verwalten wollt, weil die Tastenkombi nicht geht, dann könnt ihr auch immer mit ES-Szenario das Ganze steuern. Szenario Enter könnt ihr das gleiche machen, wie wenn wir gerade mit Alt E gemacht haben. Oder ES-Szenario Start, kommt halt auch einfach ein zufälliger Einsatz. Das Praktische ist, wenn ihr das über die Konsole macht, ist, dass ihr hier einmal eingeben könnt Help. Und dann kriegt ihr ja einmal angezeigt, welche Kategorien es wirklich gibt. Und dann können wir zum Beispiel sagen, wir geben erst Szenario Start Car Crash ein. Und dann kriegen wir direkt einen Verkehrsunfall, halt einen Einsatz aus der gewählten Kategorie, aus der angegebenen. Und dann haben wir jetzt einmal den Marker. Bisher gibt es, wie gesagt, nur einen Verkehrsunfall, aber da werden definitiv nochmal ein paar neue hinzukommen. Und ja, was es auf jeden Fall noch zu sagen gibt, ich habe ja gerade schon erwähnt, es gibt keine richtigen Roleplay-Elemente, von daher ist es definitiv nicht mit dem Emergency Pack vom Umfang her zu vergleichen. Jedoch finde ich es halt trotzdem ganz cool, das System zu haben. Okay, hier muss man aber einen Traffic-Blocker einbauen, sehe ich gerade. Trotzdem ist das System ganz cool, wie ich finde. Einfach weil das Emergency Pack, das ist ja darauf ausgelegt, dass auf jeder Map funktioniert, dass diese generischen Einsätze. Und mit diesem Emergency System von der Mittelberg haben wir jetzt halt die Möglichkeit, nochmal ganz eigene Einsätze einzubauen, welche halt auch an die jeweiligen Map-Positionen eingebaut sind. Also es wird halt immer ein zufälliger Einsatz ausgewählt, aber jeder Einsatz hat eine feste Position auf der Map. Weil zum Beispiel das Ding hier könntest du nicht überall spawnen, dann buggt das irgendwo oder so. Und hier passt es perfekt mit den Ölflecken mit dabei und so. Also ich finde, das ist eigentlich eine ganz coole Sache. Wenn ihr noch eigene Verbesserungsvorschläge habt, gerne mal reinschreiben. Aber das Ganze soll auch nicht zu komplex werden. Besonders, weil ich auch nicht der Mega-Skripter bin. Und es gibt ja auch noch zu erwähnen, dass es immer noch die Sache mit dem Multiplayer gibt. Von daher muss man auch nochmal gucken im Multiplayer. Das ist aktuell noch nicht umgesetzt, aber da ist die Idee, dass im Multiplayer einfach die Einsätze, die automatisch schon komplett deaktiviert werden und dann halt nur der Server-Admin hier über die Tastenkombi die Einsätze verwalten kann. So viel dazu. Schreibt gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Ich hoffe, es gefällt euch. Ich habe da jetzt wirklich einige Zeit dran gearbeitet, auch viel Kopfzerbrechen dabei gehabt. Ich finde es ganz cool gelungen, ist auch so eine einzigartige Sache jetzt für die Map. Und ja, ansonsten lasst natürlich gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Auch ein Kanal-Abo, um keine weiteren Updates zur Ziffermap und auch zu anderen Projekten, welche dann vielleicht mal wieder kommen, zu verpassen. Ansonsten noch einen wunderschönen Tag, bis zum nächsten Video, bis dahin und ciao Leute.